Heute geht es um ein schönes und wohlhabendes Paar, den Amerikaner Joseph und die Russin Olga Connell. Sie hatten geheiratet und waren auf die Jungferninseln gereist, um dort eine unvergessliche Hochzeitsreise am Meer zu genießen. Der Ort war wahrhaft paradiesisch und das Leben schien perfekt. Doch die Frischvermählten ahnten nicht, wie sich alles entwickeln würde. Die Familie Connell lebte in der Kleinstadt Wilmington im US-Bundesstaat Delaware, unweit von Philadelphia. Die Familie hatte 3 Kinder. Die Eltern ließen sich später scheiden. Die Kinder blieben bei ihrer Mutter. Das älteste Kind hieß John, das mittlere Joseph und die jüngste Tochter Kelly. In ihrer Kindheit verstanden sich die Geschwister nicht besonders gut, aber als sie älter wurden, fanden sie zueinander. Die Mutter beschloss, ihr Glück erneut zu versuchen und heiratete wieder. Der Stiefvater behandelte die Kinder wie seine eigenen und die Familie war sehr harmonisch. Die Familie Connell lebte in einer ruhigen, beschaulichen Gegend. Sie waren recht wohlhabend. Der mittlere Sohn der Familie, Joseph, wuchs zu einem klugen und aktiven Jungen heran. Er widmete viel Zeit seiner Bildung, war daher kontaktfreudig und der Mittelpunkt jeder Gesellschaft. Die Menschen fühlten sich zu ihm hingezogen und er stand immer im Mittelpunkt. Nach Abschluss seiner Ausbildung machte sich Joseph ernsthaft an die Arbeit. Zusammen mit seinem besten Freund Christopher gründete er eine Autowerkstatt mit einem Autoteilegeschäft. Da er schon seit seiner Kindheit Autos liebte und den ganzen Tag in der Garage verbrachte, entwickelte sich das Geschäft erfolgreich und brachte den Partnern ein stabiles, hohes Einkommen ein. Doch in seinem Privatleben lief es weniger gut. Joseph gelang es nicht, eine ernsthafte Beziehung aufzubauen. Seine Familie wünschte ihm Glück und versuchte zu helfen, doch alles war vergeblich. In seiner Verzweiflung meldete sich der junge Mann auf einer Dating-Website an und lernte dort eine junge Frau aus Russland namens Olga kennen, die kürzlich in die USA gezogen war. Beide waren zu diesem Zeitpunkt bereits über 30 Jahre alt und auf der Suche nach Glück. Die beiden fanden schnell eine gemeinsame Sprache und begannen, sich intensiv zu schreiben. Joseph hätte nie gedacht, dass diese Frau ihm so den Kopf verdrehen würde. Sie waren sich durch den Briefwechsel so nahe gekommen, dass Joseph sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen konnte. Jetzt wollte er nur noch eines: Olga im echten Leben sehen. Joseph lud sie zu sich ein. Bei ihrem persönlichen Treffen bezauberte ihn die junge Frau noch mehr. Sie war sehr zart, besonnen und hatte ein umgängliches Wesen. Es schien, als hätte er endlich seine große Liebe gefunden, und das Gefühl war gegenseitig. Auch Olga gefiel der Amerikaner Joseph, und sie war bereit, die Beziehung fortzusetzen. Josephs Familie unterstützte ihn. Olga eroberte alle sofort mit ihrer Sanftheit und Güte. Dabei spürte man, dass sie eine starke Persönlichkeit war und in der Lage war, alle Schwierigkeiten zu meistern und ihren Mann zu unterstützen. Sie schienen das perfekte Paar zu sein. Josephs Angehörigen schienen, als sei sie die einzige, für die er sich niederlassen könnte. Joseph beschloss, sie zu heiraten. Da begannen die ersten Schwierigkeiten. Der erste Streitpunkt war der Ring, den der junge Mann ihr zur Verlobung schenken wollte, um ihr einen Heiratsantrag zu machen. Er sollte etwas Besonderes sein. Joseph wandte sich an seine Mutter, um den Familienring zu bekommen. Es handelte sich um ein kostbares Schmuckstück mit Diamanten, ein echtes Familienerbstück. Doch zu diesem Zeitpunkt war das Schmuckstück bereits seiner Tochter Kelly geschenkt worden. Die Schwester hatte vor Joseph geheiratet. Nun konnte die Mutter den Ring nicht einfach so von ihrer Tochter zurückholen, doch um ihres geliebten Sohnes willen beschloss sie zu handeln. Die Frau bat ihre Tochter unter einem Vorwand um den Ring, angeblich um ihn zur Reinigung zu bringen. In Wirklichkeit wurde der Ring einem Juwelier übergeben. Dieser ersetzte die Steine durch Zirkonia, woraufhin der Ring an Kelly zurückgegeben wurde, während die Diamanten in eine neue Fassung des Verlobungsrings eingesetzt wurden, den man Olga schenkte. Anschließend sollte man die Zirkonia wieder durch die echten Diamanten ersetzen und die Edelsteine wieder in den Ring der Schwester einsetzen. Der Mann hoffte, dass niemand etwas bemerken würde. Niemand hatte vor, Kelly zu täuschen. Man plante, ihr später alles zurückzugeben. Doch die Schwester bemerkte den Betrug früher und war so gekränkt über ihre Mutter, dass sie sogar aufhörte, mit ihr zu sprechen. Mit Joseph kam es zu einem Konflikt. Beim ersten Treffen beleidigten sie sich gegenseitig.
Es schien, als würden Bruder und Schwester sich hassen. Die Hochzeitszeremonie fand auf den Jungferninseln im engsten Kreis ihrer Vertrauten statt. Die Schwester des Bräutigams war bei der Zeremonie nicht anwesend. Sie war immer noch sauer auf das Brautpaar. Kelly schickte Olga einige unangenehme Nachrichten, in denen sie ihren Verlobungsring ansprach. Olga verstand nicht, worum es ging. Sie wusste nichts von dem Austausch. Nach diesen Nachrichten verschärfte sich der Konflikt zwischen Bruder und Schwester. Das Paar verbrachte seine Flitterwochen in der Karibik. Dort erholten sie sich, gingen schwimmen und genossen einander, das Meer und die Sonne. Das Paar fuhr mit einer Yacht und probierte neue Gerichte. Die wohlhabenden Frischvermählten gönnten sich während der Reise alles. Nach der Rückkehr von den Flitterwochen wurde Olga Verwaltungsleiterin in der Autowerkstatt ihres Mannes. Zuvor hatte sie im Finanzbereich gearbeitet und kannte sich im Geschäftsleben aus, weshalb sie vorhatte, ihrem Mann bei der Führung seiner Geschäfte zu helfen und sein Unternehmen in Zukunft auszubauen. Die Frischvermählten kauften sich für eine stattliche Summe ein brandneues Mercedes-Cabriolet. Es schien, als würde ihr Leben gerade erst an Fahrt gewinnen und ein luxuriöses, abenteuerreiches Leben vor ihnen liegen. Joseph stritt sich nach wie vor ständig mit Kelly. Es schien, als könne seine Schwester seine unwürdige Tat nicht vergessen und weder ihm noch ihrer Mutter vergeben. Kelly verstand nicht, warum sich alle so sehr auf diesen Ring fixierten und ihn ausgetauscht hatten. Bruder und Schwester sowie die Mutter sprachen kaum miteinander, sondern stritten sich nur, wenn sie sich begegneten. Einige Wochen nach der Hochzeit brach jemand in das Haus des frisch vermählten Paares ein, während Olga und Joseph bei der Arbeit waren. Die Einbrecher stahlen den Schmuck, doch der unglückselige Ring blieb an Olgas Finger, weshalb er nicht entwendet wurde. Joseph wandte sich an die Polizei. Die Ermittlungen zum Einbruch begannen. Der Mann vermutete, dass seine Schwester darin verwickelt war, die den Ring zurückhaben wollte. Er erzählte seinen Angehörigen sogar, dass Kelly dafür verantwortlich sei, falls ihm etwas zustoßen sollte. Doch am Tatort wurden keine Spuren gefunden und es kam zu keiner Anklage. Die Ermittler gingen davon aus, dass in diesem Fall ein Profi am Werk war, der alles makellos sauber erledigt und keine Spuren hinterlassen hatte. Sie zogen Kellys Beteiligung an dem Diebstahl nicht in Betracht, doch bald darauf ereignete sich im Haus der Familie Connell ein neues Verbrechen. 3 Monate nach der Hochzeit, am 23. September 2013, wurde das Paar in der Nähe ihres Hauses in Wilmington erschossen. Gegen 2 Uhr morgens ging ein Anruf beim Notruf ein. Ein Zeuge meldete, dass das Ehepaar in der Nähe der Wohnanlage Paladin Club angeschossen worden sei. Zu diesem Zeitpunkt lebte Olga noch. Polizisten und Sanitäter eilten zum Tatort und leisteten Hilfe. An Olgas Körper wurden mehrere Schussverletzungen festgestellt, darunter eine im Gesicht. Die Rettungssanitäter brachten sie ins Krankenhaus. Die eintreffenden Polizisten setzten ihre ganze Hoffnung auf die Überlebende, die ihnen Hinweise geben könnte. Sie baten sie, den Namen des Angreifers zu nennen, zumindest einen Hinweis zu geben. Sie stellten der Frau Fragen, doch Olga reagierte nicht. Trotz aller Bemühungen und der geleisteten Hilfe verstarb Olga auf dem Weg ins Krankenhaus. Nicht weit vom Leichnam des ersten Opfers wurde auch das zweite gefunden. Joseph lag im Gebüsch. Sein Körper war von Kugeln durchsiebt. Kugeln wurden in Türen und Fenstern gefunden. Es entstand der Eindruck einer chaotischen Schießerei. Die Polizisten stellten sofort fest, dass zuvor in ihrem Haus ein Raubüberfall stattgefunden hatte. Dieser Vorfall hätte mit den Einbrechern in Verbindung stehen können, die im Haus nach etwas Wertvollem gesucht hatten. Doch nachdem sie alle Details des Vorfalls untersucht und analysiert hatten, kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass es sich nicht um einen Einbruchsversuch handelte. Das Paar war auf dem Heimweg und die Eheleute wurden absichtlich von hinten angegriffen, als sie aus der Bar zurückkehrten. Es schien, als sei das Ziel der Täter tatsächlich der Mord gewesen. Vor Ort wurden alle versammelten Zeugen und Nachbarn der Opfer befragt. Viele hatten eine Reihe von Pistolenschüssen gehört, aber niemand hatte das Geschehen mit eigenen Augen gesehen. Niemand konnte Hinweise geben oder das Aussehen der Angreifer beschreiben. Einige Augenzeugen berichteten von männlichen und weiblichen Schreien kurz vor Beginn der Tat. Es schien, als habe es zwischen den Angreifern und dem Ehepaar einen Konflikt gegeben, der schließlich mit Schüssen endete. An jenem verhängnisvollen Tag wurde Olgas Geburtstag gefeiert. Sie wurde 39 Jahre alt.
Zu der Feier hatten sich das Ehepaar, ihre Freunde und einige Mitglieder von Josephs Familie versammelt. Sie verbrachten eine fröhliche Zeit und bereits in der Nacht machten sich die erschöpften Eheleute auf den Heimweg. Joseph und Olga parkten ihr Cabrio in der Nähe der Wohnanlage und gingen zum Eingang, ohne zu ahnen, was ihnen gleich widerfahren würde. Am Tatort fanden die Kriminaltechniker mehrere Patronenhülsen von 2 verschiedenen Waffen. Vor diesem Hintergrund gingen die Ermittler davon aus, dass es mindestens 2 Angreifer gab. Es schien unwahrscheinlich, dass ein einzelner Täter aus verschiedenen Pistolen geschossen hätte, zumal etwa 25 Kugeln auf die Opfer abgefeuert worden waren. Möglicherweise waren es mehrere Täter, und sie handelten mit großer Sicherheit. Die Version eines Raubüberfalls wurde sofort verworfen, da den Opfern nichts gestohlen worden war. Alle Wertsachen blieben an Ort und Stelle. Dabei hatten sie eine Brieftasche mit einer großen Geldsumme bei sich, in der Handtasche der Frau befand sich ein Telefon und an ihrem Finger der teure Verlobungsring im Wert von über $20.000. Nach der Analyse aller Umstände des Vorfalls kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass in der Nähe des Hauses ein Hinterhalt für das Ehepaar vorbereitet worden war. Man hatte auf sie gewartet. Die Connells wurden in der Nähe ihres Hauses aufgespürt und mit Kugeln durchsiebt, um ihnen keine Überlebenschance zu lassen. Die Connells schienen ein glückliches, frisch vermähltes Paar zu sein, das niemandem etwas zuleide getan hatte. Wer also könnte dieses Verbrechen begangen haben und was war das Motiv? Die Ermittler wandten sich an Josephs Angehörige und befragten alle. Zunächst sprachen sie mit der Mutter des Mannes und seinem Stiefvater. Josephs Eltern waren der Meinung, dass das Paar keine Feinde hatte, die sie töten wollten. Das Ehepaar hatte nie von Problemen oder Feindschaften mit anderen erzählt. Sie genossen ihr glückliches Leben, schmiedeten Pläne und wollten ihr Geschäft ausbauen. Dennoch war allen Angehörigen bekannt, dass Joseph kürzlich wegen eines Rings in einen Konflikt mit seiner Schwester geraten war. Auch die Ermittler erfuhren davon. Einige Verwandte glaubten sogar, dass Kelly so wütend auf sie gewesen sei, dass sie Auftragskiller angeheuert haben könnte, um ihren Bruder und dessen Frau wegen des Rings zu töten. Dabei war das Schmuckstück nicht vom Finger entfernt worden, was unlogisch erschien. Diese Version galt es zu überprüfen. Es stellte sich heraus, dass Josephs Schwester Kelly eine der ersten am Tatort war. Die Frau erklärte dies damit, dass sie schnell herbeigeeilt sei, als sie von der Tragödie erfahren habe, obwohl sie sich am anderen Ende der Stadt befunden hatte. Kelly war wegen des Todes eines nahestehenden Menschen zutiefst erschüttert. Die Schwester sprach bereitwillig mit den Ermittlern und versuchte, bei den Ermittlungen zu helfen. Die Frau fuhr sofort zur Polizeiwache und erzählte dort bei der Befragung offen von ihrem Konflikt mit ihrem Bruder wegen des Rings. Dabei erzählte die Schwester ehrlich alles, verschwieg nichts und zeigte sogar den Schriftverkehr mit den wütenden Nachrichten, die sie sich gegenseitig geschickt hatten, sowie ihre Kommunikation mit Olga. Aus den Nachrichten ging hervor, dass Joseph und seine Frau die Schwester eines früheren Raubüberfalls verdächtigten und Angst vor ihr hatten, doch diese bestritt jegliche Verbindung zu dem Diebstahl. Nun versuchte Kelly, alle davon zu überzeugen, dass sie nichts mit dem Mord an ihrem Bruder und seiner Frau zu tun hatte. Dabei hatte Kelly kein Alibi, das man hätte bestätigen können, um sie aus der Liste der Verdächtigen zu streichen. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte man herausgefunden, dass vom Tatort flüchtende Männer gesehen worden waren und man Männerstimmen gehört hatte. Das schwächte den Verdacht gegen Josephs Schwester. Außerdem erfuhren die Ermittler, dass Kelly kurz vor der Tragödie eine schwere medizinische Behandlung durchlaufen hatte. Sie erholte sich nur mühsam davon. Es schien, als hätte die Frau nicht einmal die Kraft gehabt, einen Mord zu planen und auszuführen, doch man schloss sie nicht vollständig aus, da sie möglicherweise Auftragskiller für die Tat angeheuert haben könnte. Kelly wurde mehrmals zu Verhören vorgeladen, doch sie gestand nichts. Zu diesem Zeitpunkt zogen die Ermittler eine andere Version in Betracht, einen Mord aus Eifersucht. Es schien, als hätte einer der Ehepartner einen Liebhaber oder eine Geliebte gehabt oder als wäre einer der Ex-Partner gegen ihre Beziehung gewesen und hätte den Rivalen oder die Rivalin töten wollen, um die Beziehung wiederherzustellen. Aber warum wurden dann beide getötet? Die Ermittler überprüften die ehemaligen Ehepartner, doch keiner von ihnen erweckte Verdacht. Olga hatte einen Ex-Mann, von dem sie geschieden war, doch er hatte sie nie verfolgt und lebte sein eigenes Leben. Joseph hatte vor Olga keine ernsthafte Beziehung geführt.
Seine Ex-Freundinnen waren bereits verheiratet und dachten nicht mehr an ihn. Die Frischvermählten hatten erst kürzlich geheiratet und wirkten glücklich. Niemand glaubte, dass einer von ihnen eine Affäre haben könnte. Auch die Überprüfung ihrer Nachrichten und Telefonate bestätigte diese Theorie nicht. Daraufhin begannen die Ermittler, andere Versionen durchzuspielen und nach Feinden des Ehepaares zu suchen. Doch beide waren sympathische und freundliche Menschen, die sich nicht in gefährliche Angelegenheiten verwickeln ließen und keinen Kontakt zu kriminellen Personen hatten. Es schien, als hätte niemand außer Kelly ein Motiv für Rache. Den Ermittlern ging immer noch der Ring nicht aus dem Kopf, wegen dem sich Bruder und Schwester gestritten hatten. Sie vermuteten, dass genau dieser der Grund für den Angriff gewesen sein könnte. Die Polizei wandte sich an den Ehemann von Josephs Schwester, der Garrett hieß. Sie vermuteten, dass er auf Kellys Bitte hin den Mord wegen des Rings begangen haben könnte. Dieser bestritt alles und hatte ein wasserdichtes Alibi. Außerdem bestätigte er, dass sich seine Frau in der Nacht des Mordes unwohl gefühlt und sich nach den Behandlungen in ihrem Haus ausgeruht habe. Weitere Gespräche mit Garrett lieferten einen wertvollen Hinweis. Der Mann vermutete, dass die kriminellen Machenschaften des Paares mit dem Doppelmord in Verbindung stehen könnten. Der Ehemann der Schwester bezweifelte, dass Joseph sein Vermögen auf ehrliche Weise erworben hatte und vermutete, dass der Mann in zwielichtige Geschäfte verwickelt gewesen sei. Die Ermittler dachten darüber nach und beschlossen, alles gründlich zu überprüfen. Als sie Josephs Bekannte befragten, fanden sie heraus, dass Joseph möglicherweise illegal mit Steroiden gehandelt hatte, deren Verkauf verboten war, und dadurch viel Geld verdient hatte, was ihm ein luxuriöses Leben ermöglichte. Einige Bekannte des Paares verdächtigten Josephs Geschäftspartner Chris Rivers der Tat. Ein gemeinsamer Bekannter erzählte, dass dieser sich wiederholt abfällig über Joseph geäußert habe. Ihre Autowerkstatt brachte nicht die märchenhaften Einnahmen, von denen Joseph sprach, und er musste sich offenbar etwas einfallen lassen, um ein luxuriöses Leben zu führen. Der Partner war dagegen, dass Joe Steroide über ihren Ersatzteilhandel verkaufte. Zudem hatte Chris Schulden und Joseph teilte die Gewinne aus den illegalen Geschäften nicht mit ihm, sondern strich das gesamte Geld selbst ein. Daraufhin bat Chris ihn, diese Geschäfte aufzugeben, um den Ruf der Autowerkstatt nicht zu ruinieren, doch dieser wehrte sich. Ein Konflikt bahnte sich an. Dies schien ein durchaus triftiges Motiv für einen Mord zu sein. Die Ermittler beschlossen, mit Chris selbst zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Männer bereits mehr als 10 Jahre zusammengearbeitet. Die Partner hatten ihr Geschäft gemeinsam von Grund auf aufgebaut, verschiedene Schwierigkeiten durchgestanden und all die Jahre ihr Unternehmen weitergeführt. Chris wirkte nicht wie der verzweifelte beste Freund des Opfers. Er wirkte gefasst und machte sich kaum Sorgen wegen des Geschehens. Das erschien verdächtig. Der Partner bestritt seine Beteiligung an der Tat und berichtete über die Ereignisse jenes verhängnisvollen Abends. Chris sollte sich mit dem Ehepaar in der Bar treffen, um der Frau seines Freundes zu gratulieren, konnte aber wegen großer Arbeitsbelastung nicht kommen. Er sei an diesem Tag zu müde gewesen und sofort nach Hause gefahren, weshalb er sie überhaupt nicht gesehen habe. Dies stand jedoch im Widerspruch zu seinen früheren Aussagen, in denen er behauptet hatte, dass er doch zur Bar gefahren sei, dort aber ohne Ausweis nicht hineingelassen worden sei und deshalb wieder nach Hause gefahren sei. Chris erzählte außerdem, dass es viele unangenehme Gerüchte über Olga gegeben habe, zum Beispiel über angebliche Verbindungen zur russischen Mafia. Chris behauptete zudem, dass Joseph durch den Verkauf von Steroiden hohe Einnahmen erzielt habe und möglicherweise jemandem in die Quere gekommen sei, weshalb man beschlossen habe, ihn aus dem Weg zu räumen. Nun mussten die Polizeibeamten auch diese Versionen überprüfen. Im Laufe der weiteren Ermittlungen wurde Josephs Verbindung zur Unterwelt aufgedeckt. Ein paar Jahre vor der Hochzeit landete Joseph wegen einer Schlägerei in einer Bar im Gefängnis. Am selben Abend holte er eine Schrotflinte aus seinem Pickup und bedrohte die Beteiligten des Streits. Er wurde verhaftet. Hinter Gittern knüpfte der Mann, wie zu erwarten war, neue Kontakte. Er freundete sich dort mit mehreren Männern an, die mit illegalen Substanzen handelten und ihm vom Handel mit Steroiden erzählten. Nach seiner Entlassung begann Joseph mit ihrer Hilfe verbotene Präparate zu verkaufen. Bei den weiteren Ermittlungen dazu, wer hinter diesem illegalen Geschäft stehen könnte, stießen die Ermittler auf einen Mann namens Harry Cook.
Es stellte sich heraus, dass er mehr als $100.000 in dieses Geschäft investiert hatte und auf den Erfolg des Schwarzmarktes setzte. Harry wohnte nicht weit von den Connells entfernt und war über deren Pläne für diesen Abend informiert. Dennoch hatte er zum Zeitpunkt der Tat ein bestätigtes Alibi. Im Gespräch mit den Ermittlern erklärte Josephs Partner Chris mehrmals, dass er Joseph verdächtigte, ihr gemeinsames Geld veruntreut zu haben. Die Polizei überprüfte die Buchhaltung der Autowerkstatt und des Ladens und stellte fest, dass das Geschäft Verluste machte. Trotz ordentlicher Einnahmen wirkte dies verdächtig. Es war unklar, wohin das Geld verschwand. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Chris selbst dafür verantwortlich war. Er litt unter einer Abhängigkeit von illegalen Substanzen, für die er sein gesamtes Geld ausgab. Sein eigenes Einkommen reichte ihm nicht mehr aus, weshalb er von seinem Partner einen Anteil verlangte. Doch dieser lehnte ab. Daraufhin begann Chris, Geld aus der Ladenkasse zu stehlen. Er hatte die Kontrolle über seine Sucht und seine Ausgaben so sehr verloren, dass er das Geld offen entwendete, ohne sich vor Kunden und seinem Geschäftspartner zu schämen. Natürlich gefiel das Joseph nicht, aber er konnte nichts dagegen tun. Der Mann begann darüber nachzudenken, alle Geschäftsbeziehungen zu Chris abzubrechen. Und dann trat Olga in sein Leben, mit der er die Geschäfte weiterführen konnte. Chris war hoch verschuldet und bestahl jeden, den er konnte. Dabei kamen ihm in letzter Zeit immer häufiger paranoide Gedanken. Er erzählte, dass er verfolgt werde und man versuche, ihn umzubringen. In dem Versuch, die Schuld auf andere abzuwälzen, weckte Chris bei den Ermittlern selbst Verdacht. Das erste Mal wurde er wegen des Besitzes von Steroiden verhaftet, nachdem er seinen Partner verraten und den heimlichen Verkauf der Präparate aus dem Laden gemeldet hatte. Die Präparate befanden sich in einer Autowerkstatt, die Joseph und Chris gehörte. Chris erzählte selbst davon und verwies auf seinen verstorbenen Freund, der angeblich verbotene Präparate über ihren Laden verkauft und die Einnahmen nicht mit ihm geteilt habe. Doch später stellte sich heraus, dass nicht Joseph, sondern Chris die Präparate verkauft hatte, um seine Schulden zu begleichen, die er bei gefährlichen Leuten angehäuft hatte. Schließlich gab Chris zu, dass er dieses Geschäft tatsächlich aus Verzweiflung selbst organisiert hatte und Joseph davon nicht einmal wusste. Später kam es zu 2 weiteren Festnahmen. Zu diesem Zeitpunkt beschlossen die Ermittler, das Alibi von Chris noch einmal zu überprüfen. Dieser legte ihnen Aufzeichnungen der Überwachungskameras vor, sowohl von außen als auch von innen, die zeigen sollten, dass er sich am Abend und in der Nacht zum Zeitpunkt des Verbrechens dort aufgehalten hatte. Die Aufzeichnungen waren echt und die Zeitangaben darauf waren nicht verändert worden, doch die Polizeibeamten glaubten ihm trotzdem nicht. Sie ahnten, dass an der ganzen Sache etwas faul war. Als die Ermittler Chris' Mobiltelefon überprüften, stellte sich heraus, dass er an jenem verhängnisvollen Abend viel telefoniert hatte. Deutlich mehr als sonst. Der Großteil der Anrufe fiel in die Zeit, als der Doppelmord begangen wurde. Die Anrufe waren zwar vom Telefon gelöscht worden, doch die Polizeibeamten konnten den Anrufverlauf wiederherstellen. Es stellte sich heraus, dass Chris regen Kontakt zu Josh Bay hatte. Er versorgte Chris mit illegalen Substanzen. Nun musste diese neue Person überprüft werden. Josh bestritt, das Paar getötet zu haben. Trotzdem schien es, als könnte der Mann etwas mit dem Mord zu tun haben. In jener schicksalhaften Nacht hatte Josh mehrere Anrufe an Dominic und Aaron getätigt. Diese beiden waren alte Bekannte, die wiederholt gegen das Gesetz verstoßen hatten und wegen geringfügiger Delikte wie Diebstahl und Handel mit illegalen Substanzen im Gefängnis gesessen hatten. Es schien, als könnten Dominic und Aaron die Auftragskiller sein, die das frisch vermählte Paar für Geld erschossen hatten. Es schien, als sei der Geschäftspartner des Opfers Chris in den Mord verwickelt. Er hatte hohe Schulden und ein starkes Motiv, das auf Feindseligkeit und Gier beruhte. Er könnte Josh Bay, der mit illegalen Substanzen handelte, angeheuert haben, damit dieser das Ehepaar Connell tötete, und dieser wiederum hätte den Auftrag an seine Bekannten weitergegeben. Die Sache wurde immer verworrener. Chris hoffte, das gesamte Geschäft für sich zu behalten und zusätzlich $1 Million aus Josephs Lebensversicherung zu erhalten. Schließlich stand sein Name nach Olga auf der Liste der Begünstigten. Das bedeutete, dass er auch Josephs Frau beseitigen musste, um alles zu bekommen. Chris hatte also ein Interesse daran, beide Ehepartner gleichzeitig zu töten,
um alleinigen Zugriff auf das Familienvermögen zu erhalten. Indirekt bestätigten die Gespräche zwischen dem Drahtzieher und seinen Komplizen in der Nacht des Verbrechens diese Theorie. Chris schrieb Josh Bay, wo er sich befand und wann er nach Hause zurückkehren würde. Er war sichtlich beunruhigt über das Geschehen vor dem Haus von Joseph und Olga. Die Antworten auf diese Nachrichten waren ebenfalls zweideutig. Die Ermittler beschlagnahmten zur Überprüfung die Mobiltelefone aller Verdächtigen. Es gelang ihnen, deren Standorte zu ermitteln. Dies bestätigte die Vermutungen der Polizei. Die Verdächtigen befanden sich in der Nähe der Wohnanlage von Joseph und Olga. Die Täter Dominic und Aaron wurden in der Nähe des Hauses der Connells geortet. Josh, der ihre Aktionen koordinierte, stand von einem anderen Ort aus mit seinem Auftraggeber Chris in Verbindung, während Chris sich im Haus aufhielt, um sich ein Alibi zu verschaffen. Dabei war auf den Kameraaufnahmen deutlich das seltsame Verhalten von Chris zu erkennen. Der Mann lief in der Wohnung hin und her, wirkte nervös und ließ sein Handy nicht aus den Händen. All dies verstärkte den Verdacht gegen ihn nur noch mehr. Josh Bay gab fast sofort auf und erklärte sich bereit, einen Deal mit der Staatsanwaltschaft einzugehen, um eine mildere Strafe zu erhalten. Im Rahmen der Vereinbarung sagte er vor Gericht gegen Chris aus. Seinen Angaben zufolge hatte Chris ihn tatsächlich gebeten, Joseph und Olga zu töten. Als Bezahlung übergab Chris eine Anzahlung in Höhe von $5.000 und versprach, nach Ausführung des Auftrags weitere $60.000 zu zahlen. Er zahlte das Geld für die Ausführung des Auftrags jedoch nie, was letztlich dazu beitrug, dass Josh aussagte. Ein Jahr nach dem Doppelmord wurde Chris Rivers wegen Verschwörung zum Mord angeklagt. Auch andere Komplizen mussten sich vor Gericht verantworten. Chris' Plan ging nicht auf, obwohl er sich große Mühe gegeben hatte, alle zu täuschen. Der Mann hatte gehofft, die Schuld auf die russische Mafia oder andere Personen abwälzen zu können. Glücklicherweise durchschauten die Ermittler jedoch seinen Plan und kamen den wahren Mördern auf die Spur. Der Polizei gelang es zu beweisen, dass der Einbruch im Haus des Opfers vor der Tat inszeniert worden war. Auch diesen hatte Josh begangen. Auf Anweisung von Chris war der Mann in das Haus der Connells eingedrungen. Er sollte den diamantbesetzten Ehering stehlen, um die Schwester zu belasten. Doch der Plan scheiterte. Das Schmuckstück konnte im Haus nicht gefunden werden. Aaron Thompson gestand den Mord und erhielt 2 lebenslange Haftstrafen, eine für jeden Mord, sowie zusätzlich 45 Jahre wegen des Einsatzes einer Schusswaffe. Chris Rivers erhielt 2 lebenslange Haftstrafen und zusätzlich 50 Jahre wegen der Organisation des Verbrechens. Dominic Benson wurde vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Er hatte nicht auf das Paar geschossen, wurde jedoch wegen Beteiligung an der Verschwörung und Beihilfe verurteilt. Er erhielt lediglich 5 Jahre Freiheitsentzug. Josh Bay wurde im Rahmen eines Plädoyerabkommens zu 5 Jahren Haft verurteilt. Chris war mit dem Urteil unzufrieden und versuchte mehrmals, es anzufechten, doch alle seine Berufungen wurden abgelehnt. Er verbüßt, ebenso wie Aaron, weiterhin seine Strafe. Josh und Dominic wurden freigelassen. Kelly bedauerte, dass sie sich wegen des Vorfalls mit dem Ring so heftig mit ihrem Bruder zerstritten hatte und es nicht mehr geschafft hatte, sich vor seinem Tod mit ihm zu versöhnen. Glücklicherweise gelang es, die Schuldigen zu finden und ins Gefängnis zu bringen. Andernfalls hätte Kelly wegen des Streits mit ihrem Bruder lange unter falschem Verdacht stehen können. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.